Servus, Salute und Hallo. Willkommen zu unserem dritten Video mit den Etappen 4 und 5 zu unserer Radreise nach Rom. Wie du siehst, haben wir wieder keinen Campingplatz gefunden. Dafür konnten wir unsere Klamotten von der gestrigen Fahrt im Regen trocknen. Heute fahren wir 100 Kilometer und 190 Höhenmeter. Nach einem typischen süßen Frühstück konnte ich die Brotzeit nicht abwarten und habe auch schon ein- oder zweimal in mein Finchgall mit Speck gebissen. Dann ging's los. Der erste nennenswerte Straßenverkehr nach 3 Tagen. So werden wir langsam auf Bologna, Florenz und Rom vorbereitet. Irgendwas ist heute seltsam. Sind es die Masken? Nee, daran haben wir uns gewöhnt. Wir tragen sie auf dem Rad nur in Ortschaften, wenn viel los ist. Sind es die Wolken? Nee, nach 3 Tagen Regen? Komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin hier jetzt schon ein paar Mal lang gefahren. Irgendwas passt nicht. Mist, es ist die Etsch. Die fließt heute falsch rum. Mist, die ersten Kilometer in die falsche Richtung gefahren. So kommen wir wenigstens auf ein paar Höhenmeter und erreichen bei dieser Irrfahrt auch den höchsten Punkt der Tour mit 320 Metern. Heute geht es tendenziell bergab. Wir folgen dem Etschtalradweg von Bozen bis nach Rovereto. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Regen doch noch nicht so ganz losgeworden sind. Natürlich fing es kurz nach unserem Start an zu regnen. Doch der Regen war nicht von allzu langer Dauer und wir konnten uns von den lästigen Regenklamotten zunächst wieder befreien. Jetzt durften wir die Sonne genießen. Schließlich befinden wir uns auf der Sonnenroute und auf unserem Giro del Sole. Wegen der Sonne und der besseren Corona-Situation waren wir ja nach Italien und nicht nach Frankreich gefahren. Doch eine dunkle Regenfront verfolgte uns jetzt Richtung Süden.
oh, das sieht gar nicht gut aus. Da müssen wir Gas geben, um dem Regen davonzufahren. Ich bin den Etschtal-Radweg schon mehrere Male gefahren. Normalerweise bläst der Vento und man hat oft kräftigen Gegenwind. Wir haben heute aber größtenteils Rückenwind, der uns aber auch die Wolkenfront hinterhertreibt. Es gibt Leute, die finden den Etschtal-Radweg langweilig. Gut, man fährt auch an und unter der Autobahn, aber die Berge, die das Tal umgeben, bieten meist ein tolles Bild. Bei Trento hat uns die Regenfront dann doch eingeholt. Aber nicht etwa, weil wir zu langsam waren. Ich hatte einen technischen Defekt. Ich denke, ich habe die Kette etwas zu kurz abgelenkt oder das Schaltwerk kommt in der ungünstigen Situation vorderes großes Kettenblatt und hinteres größtes Ritzel nicht mit der 42er Kassette klar. Auf jeden Fall hat sich die Kette so verkeilt, dass ich etwas länger gebraucht habe, um das Problem zu lösen. Die Regenpause habe ich dann gleich genutzt, um eine kleine Wartung vorzunehmen und unsere Ketten zu pflegen. Der Regen zog vorüber und ab jetzt hatten wir wirklich nur noch Sonne. In Rovereto gab es dann wieder weit und breit keine Campingmöglichkeit. Zur Erinnerung, ich schleppe eine komplette Campingausrüstung samt Schlafsäcken und Kocher mit mir rum. Naja, wir buchen unsere Übernachtung meist spontan über Booking.com und haben hier keine großen Ansprüche. Diesmal ist es ein nettes Hotel mit Pool ohne Wasser. Abends gab es dann einen leckeren Salat und das wohl beste Eis auf der ganzen Tour gab es tatsächlich in Rovereto. World, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Nach einer angenehmen Nacht und einem super Frühstück starten wir einen super sonnigen Morgen, der sich so richtig nach Urlaub anfühlt, inklusive Sonnenmilch auf der Haut. And let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for. Wir lassen unser beliebtes, geliebtes Ziel für Alpenüberquerungen einfach links liegen, beziehungsweise in dem Fall rechts liegen und fahren einfach weiter, dem Etschtal entlang. Erst ganz im Süden stoßen wir kurz auf den Gardasee. Wir haben kurz überlegt, einfach zu bleiben, aber wir wollen ja nach Rom und da haben wir noch ein paar Kilometer und Tage vor uns. Wir fahren heute von Rovereto nach Mantova 120 Kilometer und wieder tendenziell bergab, mit immerhin 550 Höhenmetern. There is joy found in the race, and I
Bei einem Rennrad-Alpencross würden wir jetzt hier rechts hoch über Mori und dann ab zum Gardasee fahren. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all Der Anfang macht heute so richtig Spaß und ist sehr schnell. Wir treffen viele Rennradfahrer, denn wir kommen an der Strecke des Giro d'Italia vorbei. Viele Häuser und Bars sind bunt geschmückt. In der Sonne ist es schon richtig heiß und wir halten dauernd Ausschau nach Wasserstellen, die in Italien in der Regel aber zum Glück einfach und häufig zu finden sind. Bevor wir bei Peschiera del Garda an den Gardasee kommen, geht es nochmal eine steile Rampe hinauf. Und die erreichten Höhenmeter belohnen uns mit einem schönen Ausblick hinauf ins Etschtal.
schöner blauer Radweg hier. Gut, dass unsere Jungs sich die Videos nicht anschauen, denn wir waren direkt am Gardaland. Naja, wir waren ja nicht drin. Es war wegen Corona auch noch geschlossen. An diesem Hafen hier war ich schon mal mit unseren Söhnen und den Mountainbikes. Das war aber Anfang Januar. Da konnten wir einfach über das Hafengelände fahren. Jetzt ist es abgesperrt und wir schleppen die Räder die steilen Stufen hinauf auf die Brücke. Als wir oben stehen, sehen wir, wie ein paar E-Biker klingeln und sich die Türe öffnen lassen, um über das Hafengelände zu fahren. Hätten wir das gewusst. Also, solltet ihr hier mit schweren Bikes vorbeikommen, versucht euer Glück und erspart euch die Brücke. Euch entgeht dann aber auch dieser Ausblick. Okay, das ist ein bisschen schwerer. Ja, das ist schon schön hier, da kann man nicht meckern. Vor allem nach dem regnerischen Start unserer Tour. Und das ist natürlich ein alkoholfreies Weißbier. Trotzdem, wie schon eingangs erwähnt, hier haben wir uns, wenn auch nur ganz kurz, mal überlegt, hier am Gardasee zu bleiben. Die Rückfahrt wäre sicher viel einfacher. Noch wissen wir gar nicht, wie wir von Rom zurückkommen sollen. Mit dem Zug, mit dem Flieger, während Corona. Wir fahren weiter und kommen auch in Rom an. Und wir kommen auch zurück und finden eine Lösung. Lass dich überraschen.
Der erste Teil der heutigen 5. Etappe war super. Und doch jetzt nach der Pause startet ein sehr schöner Abschnitt. Doch das soll sich bald ändern. Uns zumindest war der Weg von Peschiera nach Mantova schnell sehr langweilig. Und die Strecke hat sich ganz schön gezogen. Doch wir kommen natürlich auch in Mantova an. Und was ist? Richtig, kein Campingplatz, weit und breit. So haben wir ein super Zimmer mit tollem Ausblick aus unserem Fenster. Abends gibt es eine leckere Pizza und ein toller Tag geht in einer schönen Stadt zu Ende. Vielen Dank fürs Mitkommen. Wir freuen uns, wenn dir das Video gefällt. Schau dir auch die ersten beiden Videos an und abonniere den Kanal, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Danke auch für einen Daumen nach oben.